Josef Kaiser ist einer der prägenden Architekten der DDR. Er realisierte hier auf dem zweiten Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee ikonische Bauten, die auch heute noch durch ihre Modernität, ihre Leichtigkeit bestechen, wie das Kino International, das Restaurant Moskau oder die verschiedenen Ladenpavillons wie die Mokka-Milch-Eisbar. Josef Kaiser und seinem Kollektiv ist es hier gelungen, Blickbeziehungen zu schaffen, dass die Gebäude sich eben aufeinander beziehen und eben nicht für sich alleine stehen, sondern vor allem im Ensemble wirken können. Die Ausstellung Josef Kaiser, Bauen für die DDR, ist entstanden, weil wir uns mit dem Nachlass beschäftigt haben, der zum Großteil letzten Sommer an das Haus der Berlinischen Galerie kam und bisher noch zum größten Teil unerschlossen ist. Mit Josef Kaiser hatte ich also Begegnungen der besonderen, fröhlichen Art, aber auch Auseinandersetzungen. Seine Leistungen sind unbestritten und ich bewahre diesen Respekt auch bis heute. Er war ein eleganter Dandy, also im Inneren des Kinos mit diesem sensiblen Paillettenvorhang. Das passt genau zu Kaiser. Das ist sein Innerstes. Kosmetiksalon Babette. Ein ganz kleiner Bau, absolut gläsern, total transparent, hat aber für mich eine ganz große Wirkung. Das ist eigentlich wie so ein größer skaliertes, weiß ich nicht, Pförtnerhäuschen von irgendeinem Stadion oder so. Das finde ich ist ein ganz toller Bau. Was ich ja tatsächlich mir zur Mission gemacht habe, ist eben die erstmal dokumentarische Erfassung von dem baukünstlerischen Erbe der DDR, ne, und eben vermitteln, was sind eben die Werte und Qualitäten, die solche Gebäude eben ausmachen. Ja, was weht mich an, wenn ich da aus dem Fenster gucke? Alles. Die Mokka-Milch-Eisbar, das Kino, Hotel Berolina. Da gab es unten einen sehr großzügigen Eingangsbereich und es war für uns so eine kleine Mutprobe, klingt komisch, mit Rollschuhen da reinzufahren. Und wenn man dann drin war, musste man relativ schnell wieder umdrehen, weil natürlich gleich jemand angerannt kam vom Hotel, der einen dann wieder rausscheuchen wollte. Wir waren als Kinder den ganzen Tag nach der Schule unterwegs, sind auf Bäume geklettert, haben uns auf den Spielplätzen rumgetrieben. Also es hatte was, will ich sagen, was Dorfmäßiges, obwohl Berlin natürlich trotzdem außenrum irgendwie tobte. Mich fasziniert und gerade an diesen Bauten, also diese lockere, luftig, leichte Architektursprache zu dieser Zeit. Das mag ich einfach. Du bist ja am Kino International und du hast eigentlich von 3 Seiten umlaufend ein riesengroßes Betonfries. Und das hat natürlich eine ganz tolle Wirkung in den Stadtraum. Wir haben ja gegenüber Restaurant Moskau, heute Café Moskau, mit außen einem Wandbild. Und das Wandbild geht natürlich von außen in den Eingang und sozusagen ins Gebäude nochmal rein. Also die Kunst wurde sozusagen 1:1 mit dem Gebäude verschmolzen und gedacht. Ich glaube, zum letzten Mal war ich hier zu meiner eigenen Jugendweihe, 1987. So oft waren wir nicht hier, es war schon sehr exklusiv, aber eben Jugendweihe war dann ein Anlass, wo man sagte, okay, wir gehen nach der Feier, nach der Veranstaltung mit der Familie essen ins Café Moskau. War schon was ganz Besonderes. Mich begeistern die Architekturen von Josef Kaiser sehr, weil sie eben immer noch diese Leichtigkeit der späten 50er Jahre mittransportieren. Es war ja wirklich eine spannende Zeit, dass ich in diese Stimmung von Aufbruch gestellt war. Es war ja eine Hoffnung und vielleicht eine große Illusion. Diese sozialistische Art zu leben hat ja nicht funktioniert. Aber es war eine Hoffnung und es war ein großer Anspruch. Ja, zu Ikonen kann man ja nur das erklären, was geblieben ist. Das ist nach vielen Verlusten, die wir hier mit der Nachkriegsmoderne, Ostmoderne, wie sie genannt wird, nach der Wende zu verzeichnen haben, schon ein Wunder, dass das Ensemble noch da ist. Ich hatte für 2 Salons im Café Moskau damals textile Bilder
machen dürfen, die fest in ein großes und aufwendiges Programm eingebaut waren. Und ich habe, als diese Arbeiten verloren waren, mich gewundert, wie man eine solche Vertäfelung unsichtbar und vollständig in den Orkus befördert hatte. Also niemand wusste mehr, dass das je da war und wo das je hingekommen war. Das gehört in die Geschichte der Zeit, in den Umgang mit den Häusern. Ich sag mal, gerade die nach 90 Geborenen, das merkt man, ne? Die gar nicht mit der DDR, sag ich mal, in Berührung gekommen sind mit ihrem eigenen Lebenslauf, die hinterfragen natürlich, was sind das für Hinterlassenschaften. Das ergründen die natürlich wertfrei. Die feiern das ja total ab, ne? Also weil es ist ja etwas Exotisches, etwas Außergewöhnliches. Ja, das ist ein neuer Hype, dass diese Renaissance eingesetzt hat, wie ich auch diese Post-Ost, Post-DDR Bewusstsein nicht erwartet hätte. Und dass das junge Leute der nächsten Generation, also meiner Kinder- und Enkelgeneration, nun wieder stark interessiert, das nehme ich mit großem Erstaunen zur Kenntnis. Und das habe ich nicht erwartet.